Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal eine arme Frau, die einen kleinen Jungen zur Welt brachte. Als er geboren wurde, hatte er eine Kaul, was bedeutete, dass man sagte, er würde die Tochter des Königs heiraten, wenn er 14 Jahre alt wäre. Bald darauf besuchte der König das Dorf, und niemand wusste, wer er war. Als er die Dorfbewohner nach Neuigkeiten fragte, antworteten sie: Ein Kind ist gerade mit einer Kaul geboren worden. Jeder, der so geboren wird, ist glücklich, und man sagt, dass er, wenn er 14 ist, die Tochter des Königs heiraten wird. Der König, der ein grausamer Mann war und diese Prophezeiung nicht mochte, ging zu den Eltern des Kindes. Er tat so, als wäre er freundlich, und sagte: Ihr armen Leute, lasst mich um euer Kind kümmern. Zuerst lehnten sie ab. Aber als der Fremde ihnen viel Gold anbot und sie dachten, dieses Kind ist glücklich und gute Dinge werden ihm widerfahren, stimmten sie schließlich zu und gaben ihm ihr Kind. Der König legte den Jungen in eine Kiste und ritt los, bis er zu einem tiefen Gewässer kam. Dann warf er die Kiste ins Wasser und dachte, ich habe meine Tochter vor einem ungewollten Freier gerettet. Doch die Kiste sank nicht. Sie schwamm wie ein Boot, und es drang kein Wasser hinein. Sie trieb etwa 2 Meilen, bis sie an einer Mühle stoppte, wo sie am Mühlendamm zum Stillstand kam. Ein Müllerjunge, der das Glück hatte, dort zu sein, sah die Kiste und zog sie mit einem Haken heraus, in dem Glauben, einen Schatz gefunden zu haben. Aber als er sie öffnete, fand er darin einen hübschen Jungen, frisch und lebhaft. Er brachte den Jungen zu dem Müller und seiner Frau, die keine Kinder hatten und sehr glücklich waren, und sagten, Gott hat ihn uns gegeben. Sie kümmerten sich gut um den Jungen, und er wuchs wohlbehütet auf. Eines Tages während eines Sturms besuchte der König die Mühle. Er fragte die Müller, ob der große junge Mann ihr Sohn sei. Nein, antworteten sie, er ist ein Findelkind. Vor 14 Jahren trieb er in einer Kiste an den Mühlendamm, und der Müllerjunge zog ihn aus dem Wasser. Da erkannte der König, dass dies das glückliche Kind war, das er ins Wasser geworfen hatte. Er sagte, kann der Junge einen Brief an die Königin überbringen? Ich gebe ihm 2 Goldstücke als Belohnung. Wie ihr befiehlt, Eure Majestät, antworteten sie und sagten dem Jungen, er solle sich bereit machen. Der König schrieb einen Brief an die Königin, in dem er ihr mitteilte, sobald der Junge mit diesem Brief ankommt, lasst ihn töten und begraben, und das alles muss geschehen, bevor ich nach Hause zurückkehre. Der Junge machte sich mit dem Brief auf den Weg, aber er verlief sich und kam, als die Nacht hereinbrach, in einen großen Wald. Im Dunkeln sah er ein kleines Licht und ging darauf zu. Er fand eine Hütte, in der eine alte Frau allein am Feuer saß. Sie war überrascht, ihn zu sehen, und fragte, »Woher kommst du und wohin gehst du?« »Ich komme von der Mühle«, sagte er, »und ich möchte zur Königin, um einen Brief zu überbringen. Aber ich habe mich im Wald verirrt, deshalb möchte ich hier für die Nacht bleiben.« »Du armer Junge«, sagte die Frau, »du bist in ein Räuberlager geraten, und wenn sie nach Hause kommen, werden sie dich töten.« »Lass sie kommen«, antwortete der Junge. »Ich habe keine Angst, aber ich bin so müde, dass ich nicht weitergehen kann.« Dann legte er sich auf eine Bank und schlief ein. Kurz darauf kamen die Räuber nach Hause und fragten wütend, wer der fremde Junge sei, der dort lag. »Oh«, sagte die alte Frau, »er ist nur ein verlorenes Kind, das sich im Wald verirrt hat, und aus Mitleid habe ich ihn bleiben lassen. Er muss einen Brief an die Königin überbringen.« Die Räuber öffneten den Brief und lasen, dass der Junge getötet werden sollte, sobald er ankam.
Ergriffen von Mitleid riss der Anführer der Räuber den Brief in Stücke und schrieb einen neuen, in dem stand, dass der Junge stattdessen die Tochter des Königs heiraten sollte. Sie ließen ihn bis zum Morgen auf der Bank schlafen, und als er aufwachte, gaben sie ihm den neuen Brief und zeigten ihm den Weg. Als die Königin den Brief erhielt und las, folgte sie seinen Anweisungen und bereitete ein großes Hochzeitsfest vor. Die Tochter des Königs heiratete das glückliche Kind, und weil er gut aussehend und charmant war, lebten sie glücklich zusammen. Nach einiger Zeit kehrte der König in seinen Palast zurück und war schockiert zu sehen, dass die Prophezeiung wahr geworden war mit dem glücklichen Kind, das seine Tochter geheiratet hatte. »Wie ist das passiert?« rief er aus. »Ich habe in meinem Brief einen anderen Befehl gegeben.« Die Königin zeigte ihm den Brief, und als er ihn las, erkannte er, dass er gegen den anderen ausgetauscht worden war. Wütend fragte er den Jungen, was mit dem Brief passiert sei, den er überbringen sollte, und warum er einen anderen gebracht hatte. »Ich weiß es nicht«, antwortete der Junge. »Er muss sich geändert haben, während ich im Wald schlief.« Wütend erklärte der König, »Du wirst nicht alles nach deinem Willen haben. Wer meine Tochter heiraten will, muss mir 3 goldene Haare vom Kopf des Teufels bringen. Bring mir, was ich will, und du kannst meine Tochter behalten.« Der König dachte, damit würde er ihn für immer loswerden. Aber das glückliche Kind sagte, »Ich werde die goldenen Haare holen. Ich habe keine Angst vor dem Teufel.« Daraufhin verabschiedete er sich und machte sich auf den Weg. Der Weg führte ihn in eine große Stadt, wo der Wächter an den Toren ihn fragte, was sein Handwerk sei und was er wisse. »Ich weiß alles«, antwortete das glückliche Kind. »Dann kannst du uns helfen«, sagte der Wächter. »Kannst du uns sagen, warum unser Marktbrunnen, der einst mit Wein floss, trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser gibt?« »Ihr werdet es herausfinden«, sagte er, »wartet einfach, bis ich zurückkomme.« Er setzte seinen Weg fort und kam in eine weitere Stadt, wo der Torwächter ihn auch fragte, was sein Handwerk sei. »Ich weiß alles«, antwortete er. »Dann kannst du uns helfen und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der einst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hat?« »Ihr werdet es herausfinden«, antwortete er, »wartet einfach, bis ich zurückkomme.« Als nächstes kam er zu einem breiten Fluss, den er überqueren musste. Der Fährmann fragte ihn, was sein Handwerk sei und was er wisse. »Ich weiß alles«, antwortete der Junge. »Dann kannst du mir helfen«, sagte der Fährmann. »Kannst du mir sagen, warum ich immer hin und her rudern muss und niemals frei bin?« »Ihr werdet es herausfinden«, antwortete er, »wartet einfach, bis ich zurückkomme.« Nachdem er den Fluss überquert hatte, fand er den Eingang zur Hölle. Es war dunkel und rauchig drinnen, und der Teufel war nicht zu Hause, aber seine Großmutter saß in einem großen Stuhl. »Was willst du?« fragte sie und sah nicht sehr böse aus. »Ich möchte 3 goldene Haare vom Kopf des Teufels haben«, antwortete er, »oder ich kann meine Frau nicht behalten.« »Das ist eine große Bitte«, sagte sie. »Wenn der Teufel nach Hause kommt und dich hier findet, wird es dir das Leben kosten. Aber weil ich Mitleid mit dir habe, werde ich sehen, ob ich dir helfen kann.« Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sagte, »Kriech in die Falten meines Kleides, dort bist du sicher.« »Ja, das ist gut«, antwortete er, »aber ich möchte auch 3 Dinge wissen. Warum der Brunnen, der einst mit Wein floss, trocken ist, warum der Baum, der früher goldene Äpfel trug, keine Blätter hat, und warum der Fährmann immer hin und her rudern muss und niemals frei ist?« »Das sind harte Fragen«, antwortete sie,
aber sei einfach still und höre zu, was der Teufel sagt, während ich die 3 goldenen Haare herausziehe. Später an diesem Abend kam der Teufel nach Hause. Sobald er hereinkam, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. »Ich rieche einen Mann«, sagte er. »Etwas ist nicht richtig.« Er suchte in jeder Ecke, konnte aber nichts finden. Seine Großmutter schalt ihn. Es wurde gerade gereinigt und in Ordnung gebracht. Jetzt machst du alles wieder durcheinander. Du denkst immer, du riechst einen Mann. Setz dich und iss dein Abendessen. Nachdem er gegessen hatte, wurde der Teufel müde und legte seinen Kopf in den Schoß seiner Großmutter. Bald schlief er fest und schnarchte laut. Die alte Frau zog vorsichtig ein goldenes Haar heraus und legte es beiseite. »Oh«, rief der Teufel, »was machst du da?« »Ich hatte einen bösen Traum«, antwortete sie. »Ich habe dein Haar erwischt.« »Was war dein Traum?«, fragte der Teufel. »Ich träumte, es gäbe einen Brunnen auf dem Markt, der einst mit Wein floss, aber jetzt ist er trocken.« »Was ist der Grund?« »Oh, wenn Sie es nur wüssten«, antwortete der Teufel. »Es gibt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn Sie sie töten, wird der Wein wieder fließen.« Der Teufel schlief wieder ein und schnarchte laut. Dann zog sie das 2. Haar heraus. »Was machst du da?«, schrie der Teufel wütend. »Nimm es nicht übel«, sagte sie. »Ich habe es wegen eines Traumes getan. Was war dein Traum diesmal?«, fragte der Teufel. »Ich träumte, es gäbe einen Apfelbaum in einem Königreich, der einst goldene Äpfel trug, aber jetzt hat er nicht einmal mehr Blätter.« »Was denkst du, ist der Grund?« »Oh, wenn Sie es nur wüssten«, antwortete der Teufel. »Eine Maus nagt an den Wurzeln. Wenn Sie sie töten, wird der Baum wieder goldene Äpfel tragen. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich wieder störst, schlage ich dich.« Die Großmutter sprach sanft mit ihm, bis er wieder einschlief und schnarchte. Dann zog sie das 3. goldene Haar heraus. Der Teufel sprang auf und brüllte, bereit, ihr Schaden zuzufügen, aber sie beruhigte ihn wieder. »Wer kann böse Träume helfen?«, fragte sie. »Was war dein Traum?«, fragte er neugierig. »Ich träumte von einem Fährmann, der sich beschwerte, dass er immer hin und her rudern müsse und niemals befreit werde.« »Was ist die Ursache?« »Ach, der Narr«, antwortete der Teufel. »Wenn jemand kommt, der überqueren will, muss er das Ruder abgeben, und dann muss diese Person rudern, und er wird frei sein.« Nachdem die Großmutter die 3 goldenen Haare herausgezogen und die 3 Fragen beantwortet hatte, ließ sie den Teufel allein, und er schlief bis zum Morgen. Als der Teufel wieder ging, nahm die alte Frau die Ameise aus ihrem Kleid und verwandelte das glückliche Kind zurück in einen Menschen. »Hier sind die 3 goldenen Haare für dich«, sagte sie. »Ich nehme an, du hast gehört, was der Teufel zu deinen 3 Fragen gesagt hat?« »Ja«, antwortete er, »und ich werde es mir merken. Du hast, was du brauchst«, sagte sie. »Jetzt kannst du gehen.« Er dankte der alten Frau für ihre Hilfe und verließ die Hölle, froh, dass alles so gut gelaufen war. Als er zum Fährmann zurückkam, musste er die versprochene Antwort geben. »Rudere mich zuerst über«, sagte das glückliche Kind, »und dann werde ich dir sagen, wie du frei sein kannst.« Als sie die andere Seite erreichten, teilte er dem Fährmann den Rat des Teufels mit: »Das nächste Mal, wenn jemand kommt, der überqueren möchte, gib ihm einfach das Ruder.« Er setzte seinen Weg in die Stadt mit dem unfruchtbaren Baum fort, und auch der Wächter dort wollte eine Antwort. Also sagte er ihm, was der Teufel gesagt hatte,
tötet die Maus, die an den Wurzeln nagt, und der Baum wird wieder goldene Äpfel tragen. Der Wächter dankte ihm und belohnte ihn mit 2 Eseln, die mit Gold beladen waren und ihm folgten. Schließlich kam er in die Stadt, wo der Brunnen trocken war. Er sagte dem Wächter dort, was der Teufel gesagt hatte: Eine Kröte versteckt sich unter einem Stein im Brunnen. Ihr müsst sie finden und töten, und der Brunnen wird wieder mit Wein fließen. Der Wächter dankte ihm und gab ihm ebenfalls 2 Esel, die mit Gold beladen waren. Am Ende kehrte das glückliche Kind zu seiner Frau zurück, die sehr froh war, ihn zu sehen und von seinem Erfolg zu hören. Er brachte die 3 goldenen Haare zum König, und als der König die 4 Esel voll Gold sah, war er zufrieden und sagte: Jetzt sind alle Bedingungen erfüllt, und du kannst meine Tochter behalten. Aber sag mir, lieber Schwiegersohn, woher all dieses Gold kommt. Das ist ein riesiger Reichtum. Ich wurde über einen Fluss gesetzt, antwortete er, und es ist dort am Ufer Stadtsand. Kann ich auch etwas bekommen? Fragte der König eifrig. So viel du willst, antwortete das glückliche Kind. Es gibt einen Fährmann am Fluss. Lass ihn dich übersetzen, und du kannst deine Säcke auf der anderen Seite füllen. Der gierige König eilte zum Fluss und rief den Fährmann, um ihn überzusetzen. Der Fährmann kam und sagte ihm, er solle einsteigen. Als sie die andere Seite erreichten, gab er dem König das Ruder und sprang heraus. Von diesem Tag an musste der König rudern als Strafe für seine Gier. Vielleicht rudert er immer noch heute, denn niemand hat ihm das Ruder abgenommen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.